Fühlst du dich gestresst? Kannst schlecht schlafen oder bist kurzatmig oder überall tut's weh? Wusstest du, dass es mit einer einfachen Atemübung du einen positiven Effekt auf all diese Beschwerden haben könntest? Es ist effektiv, hat keine Kosten, du kannst es überall und die ganze Zeit machen. Wenn du lernen willst, wie das geht, dann bleib dran. Die Zwerchfellatmung, auch Tiefenbauchatmung genannt, ist eine Atemtechnik, die weitgehend durch die Anspannung von dem Zwerchfell bestimmt wird. Durch diese Art von Atem wird dein Körper in einen Entspannungszustand versetzt. Studien zeigen, dass das Anwenden von dieser Atemtechnik dafür sorgt, dass das Stresslevel deutlich geringer wird. Patienten berichten, dass sie sich wenig gestresst fühlen, haben deutlich weniger Angststörungen und auch die Intensität von der Depression nimmt ab. Auch andere Studien zeigen, dass du einen positiven Effekt auf einen zu hohen Blutdruck hast. Das heißt, durch das Atmen kannst du auch deinen Blutdruck senken. Die verbessert deine Lungenfunktion und hat auch einen positiven Effekt auf deine Verdauung. Und all das in nur 10 Atemzüge. Willst du lernen, wie das geht? Dann komm mit, ich zeige es dir. Die Technik an sich ist sehr einfach. Du musst nur auf 2 Dinge achten. Dein Bauch und das Tempo. Dafür solltest du dich ganz locker auf den Boden hinlegen. Deine Füße stellst du jetzt auf. Ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Die Knie lässt du dann ganz leicht ineinander fallen, sodass die locker zusammenfallen. In dieser Position sorgst du dafür, dass deine Lendenwirbelsäule erstmal entspannter ist. Und an der Lendenwirbelsäule setzt ja der Zwerchfell an. Als nächstes kannst du auch eine extra Entspannung bringen durch die Lagerung von deinem Kopf. Leg den Kopf auf ein weichen Kissen ab, dadurch ist die oberen Atemmuskeln, die werden auch entspannter, was dann halt das Ausführen von dieser Atemtechnik leichter macht. Wenn du erstmal diese Haltung angenommen ist und es für dich entspannt und schmerzfrei ist, dann platzierst du eine Hand auf deinen Bauch und die andere dann auf den Brustkorb. Als nächstes solltest du einmal tief einatmen. Welche Hand hat sich mehr bewegt? Die Hand, was auf dem Bauch liegt oder die, die auf dem Brustkorb liegt? Sehr häufig sieht man bei Patienten, die gestresst sind oder die kurzatmig sind, dass die hauptsächlich nur den oberen Anteil der Lunge nutzen bzw. die accessorische Muskulatur, die Hilfsatmenmuskeln nutzen und dadurch wird die Bewegung nur in den oberen Anteil ausgeführt. Das Zwerchfell selber arbeitet kaum. Die Zwerchfellatmung lebt aber davon, dass du auch das Zwerchfell nutzt. Das heißt, bei der Einatmung solltest du darauf achten, dass erstes deine Hand sich bewegt, deine Hand, was auf dem Bauch liegt, sich deutlich mehr bewegt. Und das sollte so aussehen. Du atmest tief ein. Durch das Einatmen kommt den Zwerchfell nach unten, der spannt sich an, zieht nach unten und dadurch, dass sie den Brustkorbvolumen sich erhöht, was jetzt nun voller Luft ist, werden deine inneren Organe vom Bauch nach unten und gleichzeitig nach oben geschoben. Wichtig dabei ist, dass die Bauchdecke selber, die soll noch ganz locker sein. Du sollst nicht deinen Bauch rauspressen. Nochmal, du atmest tief ein. Die Bewegung beginnt und die passiert hauptsächlich in dem Bauchbereich, aber die Bauchmuskeln selber, sie sind entspannt. Wenn du jetzt oben angekommen bist, voll eingeatmet hast, dann halte die Einatmung für ein paar Sekunden und nun spannst du die Bauchmuskeln an, um aktiv den Luft von der Lunge rauszupressen. Das ist das Erste, worauf du achten solltest. Also, dass dein Bauch sich mehr bewegt, bzw. während der Einatmungsphase locker bleibt. Das Zweite ist das Tempo. Und das ist bei vielen von meinen Patienten genau das Schwierigste. Warum? Weil sie sehr häufig sehr schnell einatmen.
Deine Einatmungsphase sollte mindestens 6 Sekunden andauern. Das heißt, du solltest in der Lage sein, 6 Sekunden lang einatmen. Dieses Einatmen soll flüssig und gleichmäßig sein durch diese kompletten 6 Sekunden. Dann haltest du diesen Einatmung für mindestens 4 und dann genauso 6 Sekunden wieder ausatmen. Sehr häufig ist es so, dass die Patienten sehr schnell einatmen und dann das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr Luft reinziehen und haben trotzdem noch viel Zeit. Und genau das solltest du bei den Zwerchfellatmung berücksichtigen bzw. trainieren. Eine Hand auf der Brust, die andere auf dem Bauch, 6 Sekunden lang in deine Hand auf dem Bauch einatmen. Du wirst schon spüren, dass es je mehr du Richtung 4, 5, 6 kommst, auch den Brustkorb oben sich erhebt. Aber zuerst und hauptsächlich musst du die Bewegung unten am Bauch spüren. 4 Sekunden halten und dann ganz bewusst vom Bauch her anspannen und wieder 6 Sekunden ausatmen. Durch den Mund ausatmen, das ist auch ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen. Und diese ganze Technik wiederholst du jetzt für 10 Mal. Diese 6-Sekunden-Regel sind wichtig, damit du dein Zwerchfell den Zeit gibst, den er braucht, um seine vollen Kraft auszuwirken, aber auch sich in die komplette Entspannung zu begeben. Genau dieses Tempo ist auch das, was dafür sorgt, dass du einen Einfluss hast auf das Nervensystem, auf die Verdauung, auf deinen Herzrhythmus. Wenn du magst, kannst du auch die Hände weglassen und stattdessen platzierst du einfach ein Buch oder eine Zeitung auf dein Bauch hin. Legst deine Hände dann locker auf den Boden und jetzt bei der Einatmung spürst du einfach, wie das Buch sich nach oben bewegt. 6 Sekunden lang. Konzentriere dich auf das Tempo. 4 Sekunden halten. Und dann 6 Sekunden wieder ausatmen. Und dann wieder von vorne. 6 Sekunden einatmen. Lass dir bei der Übung Zeit und probier sie wirklich aus. Du wirst begeistert sein von der Wirkung dieser einfachen Atmentechnik auf deine Gesundheit. 2-mal am Tag für einfach 10 Atemzüge. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!